Mit dem heutigen Video wird ein Thema aus der History of Chaos Reihe sein Ende finden. Die Vorstellung der unbekannten Videoreihen und Formate. Und da es das letzte Video dazu sein wird, wird es auch im Vergleich zu den zwei vorherigen Teilen auch etwas länger gehen, da es mehr als 3 Formate sind, die ich hier ansprechen werde. Es wird auch wieder etwas Minecraft-lastig, aber auch andere Sachen sind heute mit dabei. Und damit würde ich sagen, geht's los. Und zwar auf Timoia. Also in der alten Lobby. Ich war ja auch schon ewig nicht mehr dort gewesen. To be honest. Damals gab es dieses eine Jump'n'Run zu dem einen Luftschiff und ich habe das irgendwann mal random aufgenommen, wie ich und meine Kumpels versucht haben, dorthin zu gelangen. Und ja, ich war relativ scheiße darin gewesen. War ich jemals gut darin gewesen? Gut, sagt der meint, dass er Let's Plays mit Skill bringt. Verstehe ich nicht. Aber es sah bei den anderen wie Luke auch nicht anders aus. Ich habe die Planung, wie man das umsetzen kann. Nein, der ist gesprungen! Lackaffe! Ich hab's gesehen. Alter, du hast so einen Lack, ey. Danke. Man nennt mich auch halt nicht umsonst den Lackaffen. Nein! Ich glaube, du hast es gar nicht verkacken. Sag mal, ich glaube, es hackt wohl. Ich bin beim 4. Ballon. Chaos! Nein! Nein! Als ob ich so scheiße bin! ja, bist du. Oh. Aber ey. Ich kann echt schlecht werfen. Meine Fresse, ey. So, jetzt geht. Deswegen bist du so ein schneller Scheißtreffer. Ich warte hier. Doch was hat einen auf dem Luftschiff erwartet? Unter anderem ein Teleporter zu einem Minigame-Bereich, wo ich mit Luke sehr oft 5 gewinnt gespielt und ihn immer eiskalt abgezogen habe. Ich gebe zu, manchmal hatte ich auch mit Absicht etwas schlecht gespielt, um ihm eine Chance zu lassen, aber er hat wirklich sehr oft verloren. Es war auf jeden Fall schon spaßig gewesen und zu diesem Projekt will ich auch noch ein kleines Best-of erstellen, was aber noch dauern wird, bis es irgendwann mal soweit ist, weil erstmal andere Projekte Vorrang haben. Und die Qualität der Videos, die war auch mega trash. Aber das ist nichts Neues bei Videos aus dem Jahre 2016. Das Format war schon etwas trash gewesen, aber der wahre Trash kommt ja noch. Und das meine ich wortwörtlich, denn von dieser Reihe werden die wenigsten sicher mal gehört haben. Wer von euch kannte meinen Dailymotion Channel? Ich schätze mal nur wirklich sehr wenige. Der ist auch wirklich sehr unbekannt, aber dort wurde das besagte Format veröffentlicht, worüber ich jetzt auch sprechen werde. Und dieses heißt, und das ist jetzt wirklich kein Scherz oder so, MC Trash. Dabei handelt es sich um eine Reihe, wo ich irgendwelche random Aufnahmen geschnitten hochgeladen habe. Also sehr klassisch geschnitten. Diese Reihe besteht zwar aus 5 Videos, allerdings wurde die zweite Folge nie veröffentlicht. Das, ja, ist auch eine sehr witzige Geschichte. Diese Aufnahme sollte auch online kommen, denn die wurde kurz nach der Aufnahme des ersten Videos aufgenommen. Allerdings hatte ich irgendwie nicht wirklich die Motivation gehabt, diese Aufnahme zu schneiden. Auch weil ich der Meinung war, dass nicht viel rauszuholen ist. Kurzum, es lag an mir, aber man hat nicht viel verpasst oder so. Und da bei jedem Video was anderes passierte und auch jemand anderes immer mal wieder dabei war, will ich deshalb auch auf alle 5 Videos mal kurz eingehen. Falls ihr euch gerne diese mal anschauen wollt, der Link zu der Playlist ist in der Videobeschreibung. Bei der ersten Folge hatte ich random eine Runde Bed Wars auf Gomma aufgenommen, was den Hintergrund hatte, dass ich hatte zusammen mit Icebro und der Miner gespielt, in unserem Team eine Mitspielerin hatten, die wollte, dass wir sie zum Beispiel auf Skype adden, weil, und das sind ihre Worte, nicht meine, sie eine geile Sau ist. Naja, wenn man sich das anschaut, bezweifle ich das mal sehr stark. Und natürlich wurden, wie man es von uns schon damals kannte, im Laufe der Runde dumme Jokes gerissen. Was will die von mir? Telefonnummer von Chaos. Jetzt fragt sie mich, ob ich sie in Snapchat adden will. Ja, was geht? Beste Nacht ever. Erstmal Penis lutschen von Ikea. Was jetzt? Hab kein Snapchat. Dann sagt sie so, ja, dann lad's dir runter. Mit deinem... Ich hol's mir doch nicht runter, Alter. Ich geh. Auf Skype. Wie will ich sein Monster auf Skype haben? Ich hab's dir schon gesagt. Nein, du bist geboren. Okay, Nein. Verdammt. Damit. tut mir leid. Wo ist Blau eigentlich? Keine Ahnung. Nicht da, wo du bist. Bin ich pädophil? Hat dir das geschrieben? Ja, was bist du dann? Eine Straßennutte. Der Miner hat sie irgendwann hinzugefügt und uns dann im Call einiges gezeigt. Und am Ende hat er sie entfernt, als er und Icebro gestorben sind. Hast du das? Schnell blockieren. Missbrauch melden.
direkt mal besprochen, weil... Was man aber sagen muss ist, wir waren echt gut dabei gewesen und ich war der Letzte, der gestorben ist, damit die Runde beendet war, weil ich einfach mal so abgestürzt bin. Classic. Beim zweiten Video, welches nie veröffentlicht wurde, gab es auch wieder eine Bed Wars Runde und wir waren da echt wirklich sehr schlecht gewesen. Also so wirklich Spannendes passierte da nicht, weshalb wir auch ganz schnell mal zur nächsten Folge übergehen. Da gab es mal Skywars Gameplay zu sehen und ich hatte mit Marvin dort, um genau zu sein, Insane Skywars auf Hypixel gespielt. Und ja, ich war in sowas noch nicht wirklich gut gewesen. Aber Junge, wie sehr Marvin manchmal abgefuckt war. Das ist doch dein Scheiß Ernst, du Hurensohn! Du Bastard! Aber auch hat er mal eine Runde gewonnen. Ich konnte leider keine Runde gewinnen, aber es hat auch schon echt Spaß gemacht, muss ich mal dazu sagen. Und nochmal sorry für den Kill in der ersten Runde. Oh. Der Hurensohn. Es war auch interessanterweise die erste Folge mit einem Intro gewesen, warum auch immer das bei einer Random-Aufnahme nötig war. Aber ich hinterfrage das nicht weiter. Aber bleiben wir doch gleich mal bei Marvin. Wir hatten irgendwann mal eine Random-Idee ausgetestet, wo wir einen Diamanten verstecken sollten und dann mussten wir bei dem Gebauten des jeweils anderen diesen finden. Ich hatte offen gesagt Schrott gebaut, auch wenn die Idee mit dem Grabstein und diesen Texten schon geil war. Oh Gott. Marvins Rätsel war auch sehr genial gewesen, auch vom Design her. Blöd nur, dass der Schalter den Text mit den Koordinaten verloren hatte, weshalb ich das nicht lösen konnte. Ursprünglich sollte es dazu auch einen zweiten Teil geben, ist aber irgendwie nie dazu gekommen, da wir das mit mehreren Leuten machen wollten. Und ihr könnt ja gerne mal raten, woran es gescheitert ist. Und bei dem 5. Video gibt es mal wieder Skywars. Allerdings anstatt Marvin ist die Aufnahme mit Luke entstanden. Und das war auch das letzte Mal, dass ich mit ihm was gemacht habe. Ich würde mir echt gerne wünschen, wieder mit ihm Kontakt zu haben. Existieren tut er ja noch. Tatsächlich war dieses Video auch das erste, wo deutlich mehr bearbeitet wurde, wobei da noch sehr viel Luft nach oben ist. Die Runden waren sehr spaßig und wir sind jetzt nicht so ausgerastet wie im 3. Video. Aber man hat wirklich gemerkt, wie viel Spaß wir dabei hatten. Und mehr kann ich fast gar nicht dazu sagen. Es war am Ende auch eine Random-Aufnahme gewesen. Nach der Aufnahme mit Luke war auch Schluss mit dem Format, was auch zum Teil daher rührte, dass ich weniger Minecraft machen wollte und deshalb endete das Format an der Stelle. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches Video aus der Reihe ihr am besten fandet und damit würde ich das Thema Minecraft abhaken. Klar könnte ich noch zum Beispiel über das Back to Wood reden, aber diese Sache hat eher mehr mit nach dem Together LP zu tun. Auch kam in der Zeit, als ich unter anderem dieses Livestream Lester mal hochgeladen hatte, eine Reihe, die zwar nur 2 Teile umfasste, aber die war, finde ich, schon sehr witzig gewesen. In dieser Zeit war Discord noch frisch auf dem Markt und die ersten haben auch ihre eigenen Discord-Server erstellt, genau wie ich, und die Gespräche mit den anderen waren da auch manchmal sehr witzig gewesen. Und einige wurden, und das war jetzt auch kein großes Geheimnis von mir gewesen, auch aufgezeichnet worden. Es war der Beginn der lustigen Discord-Calls gewesen, wo die Aufnahmen zwar nur auf dem Discord-Server von Yume bzw. Iron Darkhead entstanden sind, aber die waren auch mega witzig gewesen. Komplett egal, ob Terra oder auch Kami mit dabei waren. Und die lustigen Momente waren dabei nicht nur im Gespräch, sondern auch im Chat gewesen. Hier einige Beispiele. Das sind alles kleine Spasten. Nein! Ich mach nicht fertig! Okay. Armee. Den Spaß bitte, stumm den bitte, Cat. Weißt, es ist dieses Moment, wo ich sie einmal mal ins Gesicht treten möchte. Aber ganz leicht. Weißt du, Kami, es gibt auch so einen Moment, so ein ganz leichtes Moment, wo du mir einfach nur auf den Sack gehst. und das leider den ganzen verdammten Tag, wenn ich dich schon hören muss. Kami, ist so gut, das ist sogar eine Beleidigung für die ganzen Veganer. Oh Gott. Beleidigung für die Veganer. Was zum Henker mit Kami? Also ein Blowjob angeboten, IP. Du bist ein Blowjob. Yume hat mit mir auch letztens darauf reagiert und die Reaction war auch mega funny gewesen. Die Hintersammlung von Anselm. Warte. Scheiße, das kann ich ja gar nicht zeigen. Weg damit. Das soll ich doch gar nicht zeigen, Mann. Aber ich sehe ein paar Bilder, die ich auch kenne. Warum sag ich das überhaupt? Ja, das wird gleich die Augen brennen, aber nur kurz. Was zum Fick? Wieso poste ich ein Bild? Wo ist der Kontext? Wo ist der Kontext? Wieso poste ich so ein Bild? Einfach die Wallpaper. Woher? Ich sag nichts so Terra, weil der eben dumm wie Brot ist. Und mit deinem Marcel Davis ein bisschen bekannt ist bei uns. Aber warum ich?
Woher kommt es? Du warst schon, dass die meisten Weiber von dir gelangweilt werden. Wieso ist woher kommt der Kontext gerade? Alter, woher kommt der Kontext? Wieso droppe ich das? Wir beide fragten uns dann auch ernsthaft, was wir da für Drogen genommen hatten. Alter, what the fuck, ey? Was haben wir da alle geraucht? Jetzt mal for real, was haben wir da geraucht damals? Ich glaube, die bessere Frage ist, die man hier stellen müsste, die hat auch jemand in den Kommentaren gestellt, welche Drogen haben wir genommen? Ja, das frage ich mich gerade auch. Das frage ich mich for real gerade auch, was für Drogen wir da genommen haben. Und wenn ich weiß, welche Drogen wir genommen haben, wieso gibt es die heute nicht mehr? Bei dem zweiten Video musste ich aber ein wenig zensieren, was zwei Gründe hatte. Zum einen hatte ich manchmal meinen Explorer nach Bildern durchforstet. Es war auch eine reine Monitoraufnahme gewesen, muss ich mal dazu sagen. Denn zu der Zeit hatte OBS Studio noch irgendwie Probleme gehabt mit Fensteraufnahmen. Ich weiß nicht mal warum, aber es war irgendwie so gewesen. Und zum anderen wurden Hentai-Bilder insbesondere von Yume gepostet, die ich leider zensieren musste, ansonsten hätte ich das ab 18 schalten müssen. Es gibt offen gesagt noch eine dritte Aufnahme, die ich aber nie verarbeitet habe. Ich kann euch nicht sagen warum und ich finde die aktuell gerade selber nicht mehr. Die ist irgendwo sehr tief in meinen Dateien vergraben. Aber ich weiß, dass diese noch existiert. Aber falls ich die finden sollte, soll ich die noch hochladen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und natürlich schreibt gerne in die Kommentare, ob ich das Format fortsetzen bzw. in einer neuen Form bringen soll. Das würde dann so ablaufen, dass ich auf meinem Discord-Server einen Public Call machen werde, wo auch der Hinweis sein wird, dass das Gespräch gegebenenfalls für dieses Format aufgezeichnet und nur die lustigen Momente dafür rausgeschnitten werden. Private Sachen werde ich eh rausschneiden, was ich auch bei Sonic Dash so gemacht habe. Es gibt halt Dinge, die nicht jedem was angehen. Ich bin jedenfalls auf eure Meinung sehr gespannt. Und mit diesem tollen Video werde ich das Thema unbekannte Formate final abschließen, da es von dem Format auch nur ein Video gibt. Ihr habt euch doch bestimmt schon mal MIDI-Dateien von irgendwelchen Soundtracks angehört, die ihr kennt, die jetzt nicht wie das Original klingen, aber man kann es meistens raushören. Und um so ein Format geht es jetzt, nämlich Find Out the Track. Denn dieses Format ist auch wieder wegen Minecraft entstanden, wenn auch indirekt. Kurzum, ich suchte MIDI-Dateien von bestimmten Soundtracks, die ich dann später in Notenblock-Dateien umgewandelt habe, damit man diese auf meinem ehemaligen Minecraft-Server über die Jukebox anhören konnte. Und irgendwann kam mir die Idee, dass man sich doch mit jemandem messen könnte, ob man die Soundtracks erraten kann. Und genau das habe ich mit Sir Meloia zusammen gemacht. Jeder von uns suchte genau 10 MIDI-Tracks, wir haben sie uns dann gegenseitig zugeschickt und wir mussten dann jeden Track erraten. Sprich der Name des Spiels und der Soundtrack an sich. Wenn wir beides erraten haben, gibt es einen Punkt. Und wenn wir zumindest einer der beiden Infos rausbekommen haben, dann gibt es wenigstens einen halben Punkt. Und wir beide hatten auch nur 3 Versuche, den Track und das Spiel zusammen zu erraten. Am Ende war das Ergebnis sehr knapp gewesen und ich konnte siegen, aber es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ursprünglich sollte das Format sogar auch fortgeführt werden. Marvin und ich hatten das sogar mal geplant gehabt, aber haben das nicht richtig weiter forciert, weshalb es nicht zu der zweiten Folge gekommen ist. Warum, weiß ich selber auch nicht mehr. Aber dennoch war es ein spaßiges Video gewesen und danke nochmal an Yannick, dass er da mitgemacht hat. Damit ist auch der Themenbereich abgeschlossen und mal schauen, womit es beim nächsten History of Chaos weitergehen wird. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Wie hat euch das Video gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!